Hallo und herzlich willkommen in meiner Kartenwerkstatt. Ich bin die Andrea und bin unabhängige Stampin' Up Demonstratorin. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es ja eine Art Ideenvideo von mir, oder was heißt eine Art Ideenvideo? Es soll eine Inspiration einfach für euch sein, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es so, vom Designerpapier oder von den Designerpapieren, es sind ja immer viele und mehrere, bleiben immer Schnipsel, Streifen, mal größer, mal kleiner übrig. Und ich finde es viel zu schade, um das irgendwie wegzuwerfen. Und deswegen werden bei mir auch die Reste verbastelt. Und ja, ich sag mal, bei mir ist es schon jetzt die letzten Jahre zur ich sag mal, in Anführungszeichen Tradition geworden, dass ich mir einfach nach den Feiertagen an Weihnachten, beziehungsweise zwischen den Jahren jetzt einfach noch so ein bisschen gemütlich mache, bisschen Musik an, mir meine Reste von den Papieren raushol und einfach Reste basteln mache und da einfach noch Weihnachtskarten gestalte. Ich meine, es gibt ja überall von den Designerpapieren jetzt Seiten, die kann man unterm Jahr wunderbar verwenden, jetzt diese zum Beispiel, diese Rückseiten, aber die anderen, das ist natürlich schon Weihnachten. Und ja, wie gesagt, es ist viel zu schade, um die wegzuwerfen. Ich habe es mir angewöhnt, dass ich mir meine Schnipsel sozusagen, also ich habe ja meine Designerpapiere immer in so einer Hülle drin. Da lasse ich die ganzen Bögen oder die jetzt wirklich angeschnitten sind, zwar aber jetzt größer sind, die lasse ich da drin. Und meine Schnipsel, die sammle ich immer in so einem Briefumschlag und stecke die zwar auch mit in die Hülle rein, dass sie einfach beieinander sind, aber dann habe ich hier alle Schnipsel beieinander. Und diese Briefumschläge nehme ich mir einfach raus. Und ich habe jetzt auch von ein paar Designerpapieren ja, Karten gemacht. Und ich finde, das sieht nicht unbedingt nach, ich sage mal in Anführungszeichen, Restekarten aus, weil auch aus diesen kleinen Teilchen, da kann man wunderschön kombinieren. Man kann wunderschöne Weihnachtskarten oder auch Karten für unterm Jahr draus machen. Ihr werdet sehen, es sind nicht nur Weihnachtskarten geworden, es sind auch ein paar Geburtstagskarten geworden. Und ich habe einfach, ich sag mal, ganz frei und wild kombiniert, alte Produkte, neue Produkte, alte Stempelsets mit dazu genommen. Ihr werdet sehen, es sind auch ganz alte Designerpapiere, die schon ein paar Jahre alt sind, wo ich aber auch noch diese Briefumschläge mit den Resten hatte, die habe ich jetzt auch einfach mal hergenommen. Das werde ich jetzt auch irgendwann mal noch verbasteln. Aber ich habe jetzt eine ganze Reihe hier Karten gemacht, ja, wo ich einfach Reste verbastelt habe, die wollte ich euch zeigen, einfach als Inspiration und das kommt natürlich auch irgendwann mal noch dran hin und vielleicht aber erst in ein paar Wochen oder auch vielleicht erst nächstes Jahr, ich weiß es noch nicht. Und ja, ich wollte euch einfach ein bisschen Ideen geben, inspirieren. Und ich werde euch einfach nebenzu ein bisschen Musik laufen lassen. Ich werde euch die Karten nacheinander zeigen. Und ja, einfach um euch Ideen zu zeigen. Weihnachten kommt jedes Jahr und meistens früher, als man denkt. Wie ist es? Ihr kennt es ja selber auch. Genau. Und ich werde gar nicht so viel dazu sagen. Ich lasse einfach Musik laufen. Lasst euch einfach inspirieren und mitnehmen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Kreativ-sein, beim Verbasteln eurer Reste. Und sagt schon mal Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen.